Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe vor, meine Gläser herbstlich zu dekorieren und das erste Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 25 cm. Der Durchmesser beträgt in etwa 14 cm. Und das ganze benötigte Material werde ich auch wie üblich in die Videobeschreibung eintragen. Allerdings weiß ich jetzt in diesem Moment noch nicht zu 100%, was ich alles genau einarbeiten werde. Bei diesem Glas werde ich eine 5 Meter lange Drahtlichterkette mit einarbeiten. Ihr könnt aber auch eine verwenden, die nur 3 Meter lang ist. So, jetzt wickele ich die mal ein bisschen ab und platziere jetzt schon mal den Anfang von dieser Lichterkette in meinem Glas. Ja, ich kann ruhig noch mehr abwickeln. 3 Meter würde aber auch vollkommen ausreichen. So, dann wird jetzt gleich mein Glas befüllt werden mit den Lampignonpflanzen. Ja, einen Moment, das sind die hier. Ich muss aber zugeben, dieses Bund war jetzt relativ teuer. Das hat 7 Euro gekostet. Vielleicht habt ihr ja ein paar Gartenfreunde, die so einen Strauch im Garten haben und könnt da halt diese Lampignons einfach mal umsonst abschneiden. Und wie gesagt, so ein Bund kostet wirklich 7 Euro. Und ich wollte euch auch noch zeigen, wie die aussehen, wenn die eingetrocknet sind. Das sind jetzt noch welche von einem vorherigen Projekt. Also die haben jetzt richtig gut die Farbe behalten. Die kommen gleich auch mit ins Glas hinein. Dann habe ich mir noch gedacht, Rispenhortensien werden mit eingearbeitet werden. Hier liegen jetzt auch noch ein paar Reste von dem vorherigen Video, müsste das glaube ich gewesen sein. So sehen die dann aus, wenn die eingetrocknet sind. Ihr könnt natürlich auch Bauernhortensien nehmen. Vielleicht kommen noch diese Kastanien mit rein. Auch hier mit diesen Hülsen der Kastanien. Und dann habe ich hier noch Haselnüsse. Doch, Haselnüsse. Na, kommt mal her. Bei denen muss man aufpassen. Die solltet ihr auf jeden Fall erstmal trocknen lassen, wenn ihr die jetzt frisch gesammelt habt, weil die können auch ganz schön schnell anfangen zu schimmeln. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein bei den Haselnüssen. Ja, wollte ich jetzt noch was einarbeiten? Nö, eigentlich nicht. Schneiden wir hier mal eben die Lampignons ab. Aber es ist schon Wahnsinn, ne? 7 Euro für so ein bisschen. Aber ich wollte das gerne machen und dann war mir das jetzt auch wert. Und wenn die dann getrocknet sind, dann kann man die ja auch aus den Gläsern wieder hinausnehmen und für andere Sachen aufheben. Also ich denke, die werden auch sehr, sehr lange halten, wenn sie dann gescheit getrocknet sind. Rispenhortensie hatte ich erst überlegt, will ich diese komplett einarbeiten, aber sind jetzt eigentlich ein bisschen zu groß. Und die schneide ich mir jetzt zurecht. Hier sind ja diese Stiele. Schneide ich hier an der Basis ab. Kann auch gut möglich sein, dass ich das Ende der Rispenhortensie ein bisschen großzügiger lasse. Die Blätter würde ich entfernen, die sehen sonst ein bisschen unschön aus, wenn die eintrocknen. Es sei denn, das stört euch nicht. Dann kann man das natürlich auch einfach so lassen. So, und den lassen wir jetzt ein bisschen größer. Da ist noch ein Blättchen dran. So, naja, jedenfalls wird das Glas jetzt aufgefüllt werden. Ja, machen wir mal erstmal hier so eine größere Rispenhortensie. Dann kann man halt überlegen, mal Lampignon damit hinein zu schmeißen im Prinzip. Zieräpfel sehen eigentlich auch noch ganz gut aus. Ja, die fallen so nach unten. Ich würde da jetzt so Materialien verwenden, die, sagen wir mal, leichter sind. Außer jetzt die Kastanien, ne? Und dann einfach so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt so meint. Und dann peu à peu auffüllen. Beziehungsweise ich bin jetzt schon wieder einen Tacken zu schnell. Wenn ihr dann einmal so aufgefüllt habt, oder wie sagt man, die erste Schicht gemacht habt, Lichterkette wieder abwickeln. Ach, und wenn ihr auch so eine 5 Meter Lichterkette verwenden solltet wie ich, dann könnt ihr die ruhig großzügig da drin schon mal platzieren und dann halt die nächste Schicht mit dem Füllmaterial machen. Was ich euch noch sagen wollte, bevor ihr so eine Lichterkette einarbeitet, auch einmal testen, ob die überhaupt noch funktioniert. Sonst ist das halt ein bisschen ärgerlich. Ihr habt das Projekt fertiggestellt und dann geht die Lichterkette nicht. Ich hoffe, meine funktioniert jetzt, weil ich hatte vergessen, die vorher zu testen. Ja, Gott sei Dank, die funktioniert schon mal. Das Glas kann jetzt beiseite und dieses Batteriefach, das werde ich einfach so hinter dem Glas hinlegen. Jetzt kommt das zweite Glas. Ich wollte mal eben noch mal die Höhe messen. Das ist ein ehemaliges Marmeladenglas. Ja, das hat so einen Durchmesser, sagen wir mal, 7,5 cm und die Höhe beträgt so in etwa 12 cm. Dafür brauche ich jetzt Serviettenkleber und einen Pinsel. Hätte ich mir ja eigentlich auch schon mal hinstellen können. Ich mache den jetzt erst einmal so auf. Und dieses ganze Glas, bis auf das obere hier, wird jetzt komplett mit Serviettenkleber eingepinselt werden.
Ich habe mich jetzt gerade dazu entschlossen, den Boden des Glases hier auch noch mit einzupinseln. Und dann kommt das jetzt beiseite, dass das jetzt erst einmal in Ruhe trocknen kann. So, jetzt muss ich auch erstmal wegräumen. Warum habe ich jetzt hier ein Blatt dran? Keine Ahnung. Dann hole ich jetzt mal das nächste Glas. Das nächste Glas hat jetzt in etwa eine Höhe von 17 cm und der Durchmesser im oberen Bereich beträgt in etwa 14,5 cm. Nach unten hin ist das so ein bisschen schmaler werden. Das ist aber jetzt vollkommen egal, ob das jetzt bei euch schmaler werdend ist im unteren Bereich oder halt nicht. Ja, dann habe ich jetzt hier ein bisschen Moos liegen. Das stammt noch aus dem letzten Jahr. Ich hatte das jetzt so eine Stunde in meiner Regentonne liegen, damit das wieder knackig grün wird. Und dann habe ich das ja mit dem Zewa so ein bisschen abgetupft, damit das nicht so ja triefend nass ist. Da habe ich mir jetzt gedacht, da wird jetzt als erstes mal der Glasboden mit ausgedeckt werden, also mit dem Moos. Muss ich auch machen, weil es halt nach unten hin schmaler wird. Werdet ihr gleich sehen, warum. Darauf platziere ich jetzt eine Kerze. Da könnte ich die Höhe eigentlich auch noch mal messen für euch, wie hoch meine Kerze ist. Ja, so 19. Und der Durchmesser, wie dick bist du denn? 7 cm. So. Ja, jetzt habe ich hier schon die Kerze ein bisschen eingesaut. Ja, ist nicht schlimm. Mal eben abmachen. Jetzt platziere ich die Kerze hier auf dem Moos. Drückt das auch gut an. Jetzt zupfe ich mir immer so ein bisschen Moos ab und stopfe das zwischen die Kerze und dem Glas, so im unteren Bereich. Auch darauf achten, dass die Kerze dann nachher gerade steht. Wenn eure Kerze auch jetzt ja, im Laufe des Prozesses dreckig werden sollte, kann man nachher einfach mit dem Pinsel dann so abmachen. Jetzt drücke ich das Ganze gut an und das war jetzt im Übrigen Plattenmoos, was ich da eingearbeitet habe. Jetzt muss ich mir mal eben Zewa holen und mein Glas noch mal sauber machen, sonst sähe das ein bisschen unschön aus. Mein Glas wird jetzt auch noch etwas weiter dekoriert werden und zwar mit Zierapfel und mit Haselnüssen. Die haben ja auch noch, ja ich sag mal, diese Hülsen drumherum, die Haselnüsse. Ihr könnt das natürlich auch ohne diese Hülsen einarbeiten, dass ihr dann ja die reine Haselnuss da einfach mit hineinlegt. Kastanien würden auch gehen, Bucheckern, je nachdem, was ihr in der Natur halt finden solltet oder findet. Und dann lege ich das hier einfach so nach Gefühl auf das Moos hinein. Ne, zwischen Kerze und Glas letzten Endes. Das werde ich dann so in etwa bis zu dieser Höhe machen. Ja, und wer jetzt nicht so gerne eine echte Kerze einarbeiten möchte oder verwenden möchte, vielmehr, der kann ja auch einfach alternativ so eine LED-Kerze dann nehmen. Das letzte Glas wird jetzt ein bisschen aufwendiger werden. Ich habe mir jetzt schon meine Materialien hier auf den Tisch gelegt. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Glätteisen oder alternativ ein Bügeleisen. Dann habe ich mir aus dem Garten ein paar Blätter von meinem Zierahorn geholt. Bin am Überlegen, ob ich auch ein paar der Rispenhortensie mit einarbeiten werde. Und das sind hier Wedel von einem Ziergras. Ihr könnt aber auch andere Wedel verwenden. Ja, jedenfalls werden jetzt die Blätter, die Wedel und auch die Rispenhortensien mit dem Glätteisen bearbeitet werden. Dann kann man die nachher besser einarbeiten. Oder ich verrate es euch jetzt schon, die werden an das Glas, wo der Serviettenkleber drauf ist, werden da drauf geklebt werden. Ich mache das jetzt so lange, bis es nicht mehr qualmt. Dann ist nämlich die Feuchtigkeit weg. Die Stiele würde ich auch an den Gläsern, wollte ich jetzt schon sagen, an den Blättern auch erst einmal dran lassen. Dann vorsichtig hier drüber gehen. Wie gesagt, ihr könnt das aber auch mit einem Bügeleisen machen. Die Wedel vom Ziergras habe ich jetzt auch nur deshalb mit dem Glätteisen bearbeitet, damit die ein bisschen platter werden. Ich muss aber zugeben, diese kleinen Hortensienblüten, die waren echt ein bisschen friemelig. Und mein Glätteisen hatte jetzt eine Temperatur von 180 Grad. So, das räumen wir jetzt hier erstmal beiseite. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt wird mein Glas mit den Blättern, Hortensien und Wedeln beklebt werden. Ich trage den Serviettenkleber jetzt auch großzügig auf. Wer jetzt nicht so einen Arbeitstisch wie ich haben sollte, legt sich da lieber mal ein bisschen Zeitung drunter. Nicht, dass man dann seinen Tisch aus Versehen einsaut. So. Mein Glas steht ja jetzt über Kopf. Ach, und was ich noch sagen wollte, die Stiele der Blätter würde ich jetzt abschneiden. Hätte ich jetzt schon fast selber vergessen. Und wie gesagt, jetzt einfach so nach Gefühl draufkleben. Ist jetzt auch ein bisschen friemelig. Das wird auch seine Zeit dauern. Ich würde da jetzt auch großzügig mit dem Serviettenkleber arbeiten.
Es hält dann auch ein bisschen besser, wenn man das hier zuvor schon mit dem Serviettenkleber eingepinselt hat, das Glas. Müsst ihr auch mal so ein bisschen andrücken. Der Serviettenkleber ist jetzt in meinem Fall noch nicht zu 100% getrocknet. Ich würde so ein Glas erst einmal über Nacht zum Trocknen stehen lassen. Ja, und dann hatte ich noch im Nachhinein die überschüssigen Enden hier bei den Ziergräsern abgeschnitten. Ja, und jetzt muss da in meinem Glas nur noch ein Teelicht platziert werden. Das ist jetzt ein relativ großes Teelicht. Das zünden wir jetzt mal an. Und umso mehr ihr das Glas beklebt, umso weniger scheint dann aber auch letzten Endes das Licht vom Teelicht durch. Ich werde auch gleich mal das Licht hier, in der Lichterkette wollte ich jetzt schon sagen, werde gleich das Licht in der Werkstatt mal ausmachen, dann kann man das auch besser sehen. Und ja, wie gesagt, mein Serviettenkleber ist jetzt noch nicht zu 100% getrocknet. Dann einfach mal wirklich eine Nacht trocknen lassen. Ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle mal bei euch verabschieden. Vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen von euch ein paar Anregungen, Inspiration mit auf den Weg geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!